Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. Der grüne und der blaue Balken, jeder von uns kennt ihn und hat ihn schon mal gesehen. Doch so richtig verstanden haben wir ihn vielleicht noch nicht ganz. Škoda nennt sie liebevoll Fahrleistungsverfügbarkeit. Und was sie genau anzeigen, warum sie manchmal ausgegraut sind und was das vor allem mit eurer Batterie zu tun hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Lasst uns mit dem Balkenballett beginnen. Auf geht's! Bevor wir nun richtig in den Tanz der zwei farbigen Balken eintauchen, sprechen wir zunächst etwas über die Batterie. Denn eure Batterie und deren Zustand hat massiven Einfluss auf diese beiden Balken. Nicht die Motoren und auch nicht das gewählte Fahrprofil oder sonst etwas, sondern vor allem die Batterie. Was heißt das? Letzthin zeigen die Balken ja an, wie viel Energie ihr entnehmen könnt, der grüne Balken, und wie viel Energie ihr wieder einspeisen könnt, der blaue Balken. Und dafür ist natürlich wichtig, in welchem Zustand sich die Batterie befindet. Und hier gibt es zwei wesentliche Größen, die man da betrachten muss. Das eine ist die Temperatur der Batterie und das andere der SOC, State of Charge, oder Batteriefüllstand. Auch wichtig ist dabei zu wissen, dass eine solche Lithium-Ionen-Batterie Extremzustände überhaupt gar nicht gerne hat. Das sind Extremzustände, besonders kalt, besonders warm, besonders voll und besonders leer. Denn in all diesen genannten Zuständen funktioniert sie nur eingeschränkt. Welchen Einfluss hat die Temperatur? Nun, ich gehe hier vor allem auf den Teil bei Kälte ein, denn in unseren Breitengraden ist der andere Teil eher unwahrscheinlich. Aber natürlich, wenn ihr in südlichere Länder fahrt, dann kann der Batterie mitunter auch sehr, sehr heiß werden. Die Temperatur, vor allem wenn sie in den Bereich der Kälte geht, sorgt dafür, dass die Einlagerungsrate der Lithium-Ionen im Graphitteil, ja, eure Lithium-Ionen-Batterie hat auf der einen Seite Graphit, verlangsamt stattfindet. Sie findet ohnehin schon langsamer statt. Deswegen gibt es auch beim Laden nicht die gleiche Leistungsaufnahme wie beim Entladen. Eine Lithium-Ionen-Batterie ist da asymmetrisch. Sie kann prinzipiell schneller entladen werden als geladen werden. Das liegt eben an diesem Graphit. Und wenn dem kalt ist, dann ist die Einlagerungsrate in den Graphitteilen noch langsamer. Das ist der Grund, warum ihr an den Chargern, wenn der Batterie zu kalt ist, so langsam ladet. Und das ist auch der Grund, warum hier die Rekuperationsleistung bei eisigen Temperaturen eingeschränkt sein kann. Ihr werdet allerdings in der generellen Fahrpraxis viel weniger solche Temperatureinschränkungen erleben, sondern viel mehr Einschränkungen durch den State of Charge. Und darum reden wir auch darüber. Welche Auswirkungen hat der State of Charge oder Batteriefüllstand auf eure beiden Balken da vorne? Nun, hier sind zwei wesentliche Begriffe wichtig. Das ist die sogenannte Entladeschlussspannung und die sogenannte Ladeschlussspannung. Das sind die beiden Extrempunkte der Spannung eurer Batterie, die nicht unterschritten und nicht überschritten werden darf. Ansonsten würde die Batterie beschädigt werden. Und das geht so weit, dass es passieren kann, dass die Zellen thermisch durchgehen. Ergo wird das Batteriemanagementsystem alles tun, damit ihr weder über die Entlade- noch die Ladeschlussspannung hinausgehen könnt. Und bekommt jetzt vor allem aus dem Kopf auch mal die Ladesäule weg, weil denkt vor allem während der Fahrt auch an Rekuperation. Auch da muss das Batteriemanagementsystem das verhindern. Und das bedeutet, je näher ihr an die sogenannte Entladeschlussspannung kommt, das ist, wenn der State of Charge nach unten geht, die Batterie wird leer, umso weniger Leistung kann zur Verfügung gestellt werden, damit die Spannung in der Batterie nicht unter diesen Grenzwert fällt. Und dann wird der grüne Balken grau. Umgekehrt genau das Gleiche. Der blaue Balken wird grau, sobald ihr in die Nähe der Ladeschlussspannung kommt, weil auch da kann nur weniger Strom in die Batterie eingespeist werden, damit die Spannung in der Batterie nicht über die Ladeschlussspannung geht und es zur Beschädigung kommt. Und
Die visuelle Repräsentation ist eben das Ausgrauen in euren Balken. Da eure Batterie während des Fahrens natürlich nicht plötzlich von 100% auf 0% fällt, sondern in Abhängigkeit der Menge an Energie, die ihr bezieht und zurückspeist, sich verändert, hat euer Škoda Enyaq zwei dynamische Grenzen, die er kontinuierlich neu evaluiert und berechnet. Und zwar ein dynamisches Limit für das Laden und ein dynamisches Limit für das Entladen. Das könnt ihr hier mit einem OBD-Adapter auch auslesen und euch anschauen, wie sich das verändert. Denn der Enyaq muss ja über die Stromstärke genau diese Einstellung machen. Die Spannung wird ihm ja über die Batterie vorgegeben und auch die ist ja dynamisch, denn die schwankt ja zwischen der Entladeschlussspannung und der Ladeschlussspannung. Und ganz wichtig, sie schwankt auch während des Fahrbetriebs. Sie ist also nicht linear. Beispielsweise, wenn ihr stark beschleunigt, dann wird viel Leistung aus der Batterie abgerufen. Das sorgt über den Innenwiderstand der Batterie dafür, dass kurzfristig die Spannung absackt. Und auch darauf muss ja der Enyaq reagieren, weil bei diesem Absacken, und das können durchaus auch mal 20, 30, 40 Volt sein, darf ja auch wieder die Entladeschlussspannung nicht unterschritten werden. Euer Batteriemanagementsystem in Kombination mit eurem Fahrzeug hat da richtig was zu tun. Und bevor wir jetzt noch mehr Theorie machen, eben wie die Batterien aufgebaut sind, wie sie funktionieren, gucken wir uns mal separat an. Jetzt schauen wir uns einfach mal während der Fahrt genau an, was da passiert. Und dafür habe ich die Batterie einfach mal auf 100% geladen, damit ich euch das zeigen kann. Mein Enyaq hat jetzt 100% Batteriefüllstand gemäß seines Displays. Das heißt, der Akku ist voll. Doch blicken wir herüber zu den Werten aus dem Car-Scanner, sehen wir, 95,6% ist der tatsächliche Ladezustand gemäß Batteriemanagementsystem. Das heißt, da ist noch ein bisschen Platz. Auch sehen wir oben die Spannung der Batterie bei knapp 399 Volt. Das 400-Volt-System des Enyaqs kann man da schön sehen. Und hier unten sehen wir haben ein dynamisches Entladelimit von 800 Ampere. Das ist der Maximalwert. Aber ein dynamisches Ladelimit von gerade einmal 98 Ampere. Und gemäß der bekannten Formel P gleich U mal I oder in unserem Fall Kilowatt gleich Ampere mal Volt, könnt ihr jetzt einfach rechnen, 98 mal 399 und dann habt ihr genau die Erklärung für den jetzt eingeschränkten blauen Balken dort vorne. Denn, wie ihr sehen könnt, ist der gerade einmal noch 30 oder 40% seiner Kapazität. Der Rest ist grau. Das heißt, die Rekuperationsleistung ist jetzt stark eingeschränkt und das sehen wir auch gleich während der Fahrt. Wenn ihr die Rechnung hier jetzt einfach machen wollt, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Dann rechnet jetzt einfach mal hier mit 100 Ampere und mit 400 Volt. Ja, dann müsst ihr einfach nur 2 Nullen anhängen. Dann wisst ihr, dass ihr gerade einmal mit 40 Kilowatt regenerieren könnt. Das ist natürlich sehr, sehr wenig Bremsleistung. Das heißt, jetzt gleich werde ich sehr stark die mechanischen Bremsen einsetzen müssen. Wer das Rekuperationsvideo gesehen hat, kennt den Hang, den ich runterfahre schon. Und ihr werdet jetzt sehen, schon das kleinste Rekuperieren hier an der im oberen Bereich des Hangs führt dazu, dass der Balken jetzt schon am Anschlag ist. Alles Weitere, was hier passiert, ist jetzt ausschließlich mechanische Bremsleistung und somit Verlustleistung für mich. Darum sollte man den Akku niemals auf 100% beispielsweise oben auf einem Pass aufladen oder auch nicht, wenn man am Hang wohnt. Generell sollte man natürlich nicht zwingend auf 100% aufladen, aber bedenkt einfach, 100% Akkuladung ist nur dann sinnvoll, wenn ihr wirklich sofort auf eine längere Strecke geht. Ihr limitiert euren Enyaq ansonsten viel zu stark im Bereich der Rekuperation und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt haben wir gesehen, dass bei 100% SOC unsere Rekuperation irgendwo auf 40 Kilowatt maximal beschränkt ist.
Das heißt aber noch lange nicht, dass euer Enyaq auch mit den 40 kW rekuperieren wird. Der Grund ist die sogenannte Ladeschlussspannung, was wir ja im Theorieteil schon besprochen haben. Der Enyaq wird um jeden Preis sicherstellen, dass die nicht überschritten wird, damit es nicht zu einer Schädigung der Batterie kommt. Und darum, obwohl die theoretische Leistung bei 40 kW liegt zum Rekuperieren, wird er auch diese nicht ganz erreichen. Er wird hier also entsprechend die Werte so setzen, dass er die Batterie keinesfalls schädigen wird. Die volle Leistung liegt jetzt natürlich an bei einer derzeitigen SOC von 100%. Ja, draußen sind es 3 Grad, aber ich habe in der Tiefgarage gestanden. Das heißt, im Akku dürften es ungefähr 8 bis 10 Grad warm sein. Und jetzt werfen wir einen Blick auf das dynamische Entladelimit. Da steht 800 Ampere. Und wenn ihr die 800 Ampere multipliziert nach der gerade eben schon genannten Formel P = U mal I mit den knapp 398 Volt oben, dann kommt ihr auf 318.400 Watt oder 318 Kilowatt. Bei diesem SOC wäre das also maximal als Systemleistung möglich. Natürlich hat dein Enyaq jetzt nicht 318 Kilowatt Leistung. Meiner hier, der 80X, ist auf 195 kW begrenzt, wenn man beide Motoren zusammenfasst. Auch das dient wieder einerseits natürlich dem Schutz des Akkus, andererseits ist das aber auch einfach die Spezifikation, die Škoda für alle Systemkomponenten vorgegeben hat. Der limitierende Faktor hier ist nicht einzig die Batterie und nicht einzig die Motoren, sondern alle verbauten Teile. Auf der anderen Seite ist natürlich, je weiter der SOC sinkt, auch die Spannung geringer in der Batterie. Das heißt, um die gleiche Leistung zur Verfügung zu stellen, muss der Enyaq den Strom, also die Ampere, erhöhen. Und je mehr er das macht, je stärker er das macht, umso stärker wird auch die Batterie belastet oder anders ausgedrückt, wie wir es im Theorieteil besprochen haben, bedingt durch den Innenwiderstand der Batterie, sinkt die Spannung in eben dieser. Und die Spannung darf ja nicht unter die Entladeschlussspannung fallen, sonst beschädigt ihr die Batterie. Und das ist der Grund, warum irgendwann ab einem bestimmten SOC der grüne Balken eingeschränkt wird. Und das ist auch der Grund, warum Škoda sagt, die wirklich maximale Systemleistung liegt nur in einem ganz spezifischen Bereich an. Steht in jedem Vertrag drin. Einfach auch hier wieder, um den Akku zu schützen. Und genau das probieren wir jetzt aus. Wir fahren die Batterie jetzt ordentlich runter. Ich messe die Werte mit und dann schauen wir uns an, wie nach und nach das dynamische Entladelimit abnehmen wird. Bei ca. 85 oder 86% SOC im Display, das entspricht 82% laut BMS, ist dann auch der Balken vorne, der blaue, komplett voll geworden. Das heißt, jetzt könntet ihr maximal rekuperieren gemäß der Anzeige. Doch das stimmt natürlich nicht ganz, denn die Anzeige dort vorne ist etwas eingeschränkt bzw. begrenzt. Was heißt das, eingeschränkt bzw. begrenzt? Nun, ich habe mir die Werte natürlich auch vom Carscanner angeguckt und als der Balken dann nicht mehr ausgegraut war, zeigte er mir 234 Ampere maximales Ladelimit an und 382 Volt bei der Batterie, ohne dass ich dabei Last auf die Batterie gegeben habe. Das heißt, ich bin gesegelt. Wenn man das ausrechnet, dann ist man irgendwo bei 89 respektive 90 kW. Und damit wissen wir auch, was der blaue Balken vorne maximal anzeigt, nämlich 90 kW Rekuperation. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, mit dem Enyaq deutlich mehr zu rekuperieren. Das zeigt euch der Balken aber nicht mehr ein. Und gemäß meinen Messungen geht eben die Rekuperationsleistung bis zum Lademaximum von 125 respektive 130 Kilowatt. Nur, die könnt ihr jetzt natürlich immer noch nicht rekuperieren, auch wenn euch der Balken dort vorne suggeriert, dass die maximale Rekuperation vorhanden ist. Die Batterie ist jetzt circa zur Hälfte leer. Machen wir einen kurzen Zwischenstand. 53% SOC im Display bedeuten laut meinem OBD-Adapter ca. 54% laut BMS. Ihr seht, das dynamische Ladelimit hat massiv zugenommen auf jetzt schon über 330 Ampere
Und das Entladelimit ist bei der Hälfte des Akkus noch nicht geringer geworden. Klar, die Spannung in der Batterie, die ist jetzt natürlich runtergegangen. Betrachten wir die beiden Balken vorne, dann sehen wir, dass beim grünen Balken jetzt die ganz letzte kleine Spitze fehlt. Das tritt bei mir circa so bei 60 bis 65% SOC auf. Und ich denke, das ist die Reduktion der Maximalleistung des Kickdowns, sonst nichts, denn sie widerspiegelt sich ja noch nicht im Entladelimit, kann aber natürlich auch einfach nur ein Anzeigefehler sein. Das weiß ich nicht. Sie hat sich aber von 65%, wo diese kleine Spitze grau wurde, bis 53% nicht verändert. Von den vielen Fehlermeldungen da vorne, lasst euch bitte nicht irritieren. Wir haben draußen etwas Schneegestöber und das blockiert gerade die Sensorsicht durch das Fahren auf der Autobahn. Nun ist das dynamische Entladelimit zum ersten Mal unter 800 gefallen. Dies ist passiert bei einem SOC von 36%. Ich bin jetzt auf 34%. Ich musste halt irgendwo rausfahren zum Filmen. Wichtiger hierbei vielleicht, laut BMS war der Batteriefüllstand bei 40%, als zum ersten Mal das Entladelimit nach unten gesackt ist. Jetzt ist der BMS-Ladezustand bei 38 und eben der Display bei 34. Und das sehen wir jetzt natürlich auch vorne am grünen Balken im Vergleich zu der Länge bei 53% ist nun der ausgegraute Bereich etwas größer geworden. 2% SOC sind jetzt noch übrig. Das zumindest sagt das Display. Und wenn wir auf unseren Car-Scanner schauen, sehen wir 7%, sagt er, sind noch im Akku, besser gesagt 7,2%. Das heißt, ihr habt immer noch eine Sicherheitsmarge von eben 5%. Die solltet ihr aber natürlich nicht zum Fahren verwenden, weil das ist der letzte Schutz des Akkus. Wenn ihr auf 0% SOC im Display seid, habt ihr hier noch 4 oder 5%, aber ehrlich, fahrt die nicht auch noch raus. Gönnt dem Akku besser vorher eine Ladung. Und was ihr auch seht ist, 367 Ampere von 800 sind noch übrig zum Entladen. Und das führt auch dazu, dass ihr jetzt nur noch irgendwo eine Leistung um 90 kW haben werdet. Und das Frontdisplay sagt jetzt noch 6 Kilometer Reichweite, 2%. Lasst euch wieder mal nicht von den vielen Warnungen irritieren. Der Schnee hat mittlerweile alle Sensoren verklebt und darum leuchtet das da wie ein Weihnachtsbaum. Viel spannender ist, ihr habt jetzt noch ungefähr ein Drittel, vielleicht sogar nur ein Viertel des grünen Balkens überhaupt noch zur Verfügung stehen. Mit 2% Restkapazität in der Batterie und 6 Kilometern endet damit der Praxisteil dieses Videos. Jetzt geht es natürlich darum, die Car-Scanner-Daten auszuwerten und in schöne Diagramme zu verpacken. Ich habe versucht, die Informationen in ein Diagramm zu bringen. Im Hintergrund seht ihr den State of Charge auf der linken Y-Achse in Prozent abgetragen und auf der rechten Y-Achse dort seht ihr in Ampere jeweils die Werte von den beiden Limiten. Wichtig hierbei zu verstehen ist natürlich, dass das ein ganz spezifisches Diagramm für meine Fahrt ist. Ich bin ja nicht konstant 120 oder 80 gefahren, sondern auch mal 50, mal 100. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in diesem Graph wider, weil dann die unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu unterschiedlichen Energieströmen führen. Was man aber sehr schön sehen kann, ist, wie lange das dynamische Entladelimit auf seinem Maximum von 800 bleibt. Das ist irgendwo bis wirklich 35% SOC der Fall. Dann sieht man allerdings sehr rapide, wie die Leistung eingeschränkt wird, sogar mehr als halbiert wird und ganz zum Schluss nur noch 80, 90 kW zur Verfügung stehen, was aber auch nicht wirklich wenig ist. Man kann dann immer noch gut fahren. Und beim dynamischen Ladelimit sieht man vor allem am Anfang, wie schnell es nach oben geht. Von wirklich gerade einmal um die 90 bis 100 Ampere kommt der erste Sprung auf 250 Ampere sehr, sehr früh beim SOC. Da ist der SOC noch nicht mal auf 80 runter. Das ist auch das, was ihr im Video gesehen habt
bei 85% grob. Und dann geht es relativ langsam weiter nach oben. Auffällig ist dieser kleine Einbruch weiter hinten, irgendwo bei einem SOC von um die 15%. Da habe ich eine Pause gemacht, kurz stehen geblieben für eine Viertelstunde und dann ist das passiert. Genau erklären kann ich das an der Stelle allerdings nicht, warum da das Ladelimit ohne Veränderung vom SOC so runtergebrochen ist. Vielleicht ist es auch einfach ein Messfehler. Vielleicht habt ihr euch ja schon mal gefragt, warum sind die Balken eigentlich blau und grün? Und wer die ID-Familie von Volkswagen kennt, der weiß, dass dort die Farben umgekehrt sind. Da ist die Rekuperation grün und die Beschleunigung oder die Fahrleistung blau. Ich habe dafür meine ganz eigene Theorie entwickelt. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, doch irgendwie erscheint es mir naheliegend. Die Firmenfarbe von Škoda ist grün und darum hat man für die Beschleunigung, das Vorwärtskommen, das Progressive, die Kraft auch die grüne Farbe gewählt, nämlich in dem Balken. Und das Blau, das hat man einfach, weil es optisch natürlich auch sehr, sehr schön zu grün harmoniert, für Rekuperation genommen. Das konnte VW natürlich nicht tun, denn die Firmenfarbe von VW ist blau. Und wer möchte schon, dass seine Firmenfarbe für Bremsen und Entschleunigung und langsamer werden steht? Das wollten weder VW noch Škoda. Und darum, glaube ich, hat VW die Farben umgedreht oder eben Škoda die Farben umgedreht, damit die Firmenfarbe immer für Kraft, Vorwärts und Beschleunigung steht und nicht für das Gegenteil. Das Spiel des blauen und des grünen Balkens bei Škoda, auch Fahrleistungsverfügbarkeit genannt, sollte für dich jetzt kein Buch mehr mit 7 Siegeln sein. Ganz im Gegenteil, mit dem Einblick aus diesem Video sollten die Balken zukünftig dein Freund sein und du verstehst genau, was es bedeutet, wenn sie dir das eine oder andere anzeigen und wie das vor allem mit deiner Batterie zusammenhängt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich besonders über ein Abo von dir freuen und natürlich ist ein Daumen nach oben auch immer schön. Und wenn du Anregungen, Wünsche, Kritik oder Feedback hast, dann schreib es mir doch unten in die Kommentare, denn die diesen Channel schon länger verfolgen, wissen, ich lese wirklich alle Kommentare durch und in der Regel beantworte ich auch jeden einzelnen davon. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin bleib energiegeladen.